Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir eine 12 Volt Buchse in den VW Bus ein, damit ich endlich Strom beim Campen habe. Let's go! Jetzt bauen wir hier die 12 Volt Buchse ein. Dafür habe ich mir aus 3D-Druck so eine Blende gebastelt und dann so eine Buchse schon mal eingesetzt. Die kommt jetzt hier hinten ran. Da war früher so ein Mülleimer, so wie hier. Und den brauche ich aber nicht mehr, weil ich hier so einen Heckausbau habe. Also kann da jetzt die 12 Volt Buchse rein. Und die brauche ich dann später, um hier eine Batterie zu laden, die hier hinkommt. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal 4 mm Quadrat Leitungen mir besorgt in Rot und Schwarz. Und lege die jetzt einmal nach vorne zur Batterie. Schließe jetzt gleich hier die Buchse an und dann geht's weiter. Sehr schön. Und das scheint auch zu heben. Wir stecken da mal kurz einen Lader rein und schauen, ob das auch wirklich hebt. Wunderbar. So, jetzt habe ich hier die Masseleitung. Die geht dann von dem Zigarettenanzünder auf die Karosseriemasse. Und die ist beim T6 hier hinten. So, an die Seite geht Masse. Und hierhin, in die Mitte, geht Plus. Jetzt haben wir hier nämlich noch die Plusleitung und die muss natürlich jetzt bis nach vorne durchgezogen werden. Dafür kommt jetzt hier die Blende raus und dann geht es unterm Teppich weiter. Also hier die B-Säulenverkleidung, die ist einfach nur geklipst. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Wir kommen jetzt hier in der B-Säule runter. Gehen jetzt hier direkt in die Stufe, da ist ein kleiner Zwischenraum zwischen Stufe und Karosserie. Gehen hier entlang und dann gehen wir jetzt hier durch so eine Tülle. So, jetzt haben wir hier mal die beiden Plusleitungen, also aufgetrennt. Und jetzt habe ich hier noch ein Relais. Das wird dann mit Zündungsplus geschalten, damit auf der Steckdose hinten nur 12 Volt anliegen, wenn der Motor läuft. Die ersten zwei sind jetzt schon dran. Jetzt kommt noch die Steuerleitung und dazu legen wir uns das Zündungsplus hier drauf. Dann habe ich jetzt hier das Signalkabel für das Relais und zwar schließe ich das bei mir tatsächlich ans Radio an, weil das hat auch Zündungsplus und Masse und ich kann es dann vielleicht auch über das Radio schalten, tatsächlich zusätzlich das Relais, wenn ich möchte. Das heißt, wir haben hier ein Kabel namens AMP. Hier das blaue. Das ist Zündungsplus in dem Fall und dient als Signalleitung. Und dann haben wir hier noch ein Massekabel. Machen wir jetzt mal hier Zündung an. Es fährt hoch und jetzt hören wir es hier gleich klicken. Jetzt hat es geklickt und jetzt ist auch erst hinten, man sieht es, das blaue Licht angegangen am Zigarettenanzünder. Das heißt, er hat jetzt Strom. Wenn wir es ausmachen, genau das gleiche. Das Radio ist an. Wird ausgeschalten, es hat schon durchgeschalten und jetzt ist hinten auch der Zigarettenanzünder wieder ausgegangen. Genauso wie wir es wollen. Kabel habe ich jetzt hier durchgelegt, lege ich noch hier oben schön. Hier hat es einen Relaisträger hier hinten oben. Da werde ich das Relais oder einen Sicherungsträger, da werde ich das Relais reinbauen gleich. Kabel noch hier vorne schön festmachen. Dann läuft das Kabel bisher
hier unten entlang, geht hier an der B-Säule hoch und dann, wie gesagt, hier hinten unten entlang und hinten zum Zigarettenanzünder. Das verlege ich jetzt noch schön und dann war's das. Also dann zeige ich es euch jetzt nochmal. Und zwar geht das Kabel jetzt hier hinten hoch und dann liegt die Sicherung mit dem Relais genau hier drin in dem Sicherungskasten. Die Sicherung ist schön zugänglich und es ist schön fest.